Um 7:30 verlassen wir das Hotel in Toro und starten nach Zamora. Es ist unsere letzte Etappe auf dem Camino de Levante. Toro liegt auf einem Plateau 100 Meter oberhalb des Duero. Steil fällt die Ebene hinab zum Fluss. Es sieht aus wie ein nordamerikanischer Canyon. In Toro finden wir keine Jakobsweg-Markierungen und wir suchen uns den Weg hinaus aus der Stadt. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft 800 Kilometer von Valencia nach Zamora. Die 31. und letzte Etappe von Toro nach Zamora ist 37 Kilometer lang. Nach einem Kilometer weist uns am Stadtrand ein Schild den Weg hinunter zum Duero. Ein kurzes Stück geht es entlang einer Straße, dann überqueren wir den Duero. Seit 3 Tagen haben wir keine anderen Pilger gesehen. Hier treffen wir nun auf Eni aus Australien. Sie hat im gleichen Hotel übernachtet wie wir. Weiter geht es durch die Flussebene. Bis zum nächsten Ort Villalasán sind es 20 Kilometer. Wir unterqueren die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Zamora-Madrid. Spanien hat das längste Hochgeschwindigkeitsnetz Europas und nach China das zweitlängste der Welt. 2020 wurde die Strecke von Zamora nach Santiago de Compostela in Betrieb genommen. Mit dem Schnellzug dauert die Fahrt von Valencia über Madrid nach Zamora 3¼ Stunden. Ich habe für diese Strecke 31 Tage gebraucht. Um 10 Uhr machen wir eine kurze Pause im Schatten auf einem Brunnenschacht. Die restlichen 7 Kilometer nach Villalasán laufen wir auf einer kaum befahrenen Landstraße. Der Jakobsweg verläuft stellenweise etwas abseits der Straße. Wir sparen uns den Umweg, denn schließlich sollte man bei 37 Kilometer Etappen mit seinen Kräften haushalten. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Um 11:45 erreichen wir Villalasán, ein Dorf mit 280 Einwohnern. In der Bar machen wir Mittagspause. Die Pilgerherberge am Ende der Straße ist eine der wenigen Herbergen am Camino de Levante, die nach den Schließungen wegen der Pandemie noch nicht wieder geöffnet sind. I've seen a lot of change, been through a lot.
Nach einer Stunde machen wir uns wieder auf den Weg. Nach Zamora sind es noch 17 Kilometer durch die Ebene des Duero. but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Wir streifen den kleinen Ort Matredanos. Kurz vor Villaralbo kommen wir an einem Hof vorbei. Der Besitzer spricht uns auf Deutsch an. Seit seiner Pensionierung richtet er hier ein volkstümliches Museum ein. Er führt uns durch die Räume der Stallungen, in denen er eine schier unglaubliche Anzahl an faszinierenden alten Gegenständen zusammengetragen hat. Es gibt einen Laden, eine Bäckerei, eine Schlosserei, ein Klassenzimmer und vieles mehr. Er hofft, das Museum in Kürze eröffnen zu können. In Villaralbo halten wir kurz an der Bar. Eni, die Australierin, will hier im Ort übernachten. Wir werden sie in 10 Tagen in Orense, 4 Tage vor Santiago, auf dem Camino San Andrés zufällig wieder treffen. Hinter Villaralbo begleitet uns 2 Kilometer lang ein Bewässerungskanal. Wie schon Toro heute Morgen, so liegt auch Zamora oberhalb des Duero. Über die Puente de Piedra wird der Duero überquert. Hier trifft der Camino de Levante nun auf die Vía de la Plata. Dieser Jakobsweg verläuft von Sevilla nach Astorga am bekannten Camino Frances. Wir wollen ab morgen ein Stück der Vía de la Plata folgen und dann auf dem Camino San Andrés nach Santiago de Compostela laufen. Die Puente de Piedra wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts fertiggestellt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Brücke saniert. Dabei wurden die beiden Türme an den Brückenenden abgerissen, um die Brücke verkehrstauglicher zu machen. Seit 2013 ist die Puente de Piedra eine reine Fußgängerbrücke. Beim Aufstieg in die Stadt passiert der Jakobsweg die Pilgerherberge von Zamora. In dieser schönen Herberge mit 32 Betten werden wir übernachten. Die Herberge liegt neben der romanischen Iglesia de San Cipriano. Zamora mit 60.000 Einwohnern ist als Museum der Romanik bekannt. Viele Gebäude, darunter die Kathedrale und weitere 22 Kirchen, wurden im romanischen Stil des 11. bis 13. Jahrhunderts erbaut. Es gibt interessante Museen wie das Ethnographische Museum und das Museo de Zamora,
mit Abteilungen der Archäologie, der Stadtgeschichte und der bildenden Künste. An der Plaza Mayor befinden sich die Iglesia de San Juan Bautista sowie das alte und das neue Rathaus. Am westlichen Ende der Altstadt steht die romanische Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Der 45 Meter hohe Glockenturm mit quadratischem Grundriss entstand erst im Laufe des 13. Jahrhunderts. Er hatte ursprünglich eine Verteidigungsfunktion und diente auch als Gefängnis. Hinter der Kathedrale steht die Burg von Zamora. Die Festung aus dem 11. Jahrhundert diente als Verteidigungsanlage während der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens aus maurischer Herrschaft. Wir werden morgen unsere Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela fortsetzen und das Grab des Apostel Jakobus nach 14 weiteren Etappen erreichen. Doch das ist eine andere Geschichte.